The PS4 has an internal HDD. When you replace your HDD in your PC with an SSD, you got a little speed miracle. Now we look what happens if we replace it on a PS4. Für die Montage brauchen wir eigentlich nichts weiter als ein For the installation we need nothing else than a screwdriver and an SSD. For this case we got a 500GB Samsung 840 EVO. Unfortunately her price is equal to the PS4. Kann man für jene, die sich etwas mehr Speicher wünschen. For those who like more space, we have an SSHD Seagate Momentus XT with 750GB. Her space is bigger by a lower price. Speicher für deutlich weniger Geld. Auf der PlayStation das Betriebssystem eben. The PS4 is saved on a hard drive, so we need an USB stick to have the latest update on the PS4 OS. Systemversion von Sony gespeichert hat. The PlayStation will automatically install the OS. We will show you every step to get the job done. First you grab the shell and push it to the outside, so you can remove it. The HD is at the front and you need to drill out the screw. Und wird von dieser einzelnen Schraube festgehalten. Sobald die Schraube gelöst ist, können wir Now you can pull out the HDD holder and you can see the HDD. Sehen wir auch schon die Festplatte. In this case, it's a 500GB from HGST with 5400 spins per minute. Diese rotiert mit 5400 Umdrehungen, ist also ein relativ langsames Gerät. Diese wird hier an der Seite von 4 Schrauben. To release it, just drill out the 4 safety screws on the sides. Holen können. Jetzt holen wir die Festplatte raus und legen anschließend die SSD. Now put out the old HDD and insert the SSD with the ports to the outside. Werden und wir können sie hier wiederum von der Seite verschrauben. Das war es im Prinzip auch schon. Jetzt setzen and now back in its place and push it with a little pressure in. Die Schublade ein und befördern sie mit leichtem Druck ganz nach vorne. Sobald sich die Schraubenlöcher wieder überlappen, können wir drill the screws and it's done. Und das war es im Prinzip auch schon. Für den ersten Startvorgang nach der Festplatte. For the first start, put the USB stick with the OS in its port, so the PlayStation can boot from it and install the new OS on the SSD. System neu installiert. Zum Schluss schließen wir den Deckel. At least put the shell back on its place. Und schieben ihn dann zur Mitte hin, bis er wieder einschnappt. You see, the hard drive replacement is a matter of 5 minutes and now we will see what benefit we earn out of this replacement. Austausch bringt.